KI-Agents können echte Dinge tun. Das unterscheidet sie von Chatbots. Und ihr könnt damit natürlich sehr viele Sachen machen, aber viele Menschen sagen, ich habe aber Angst, dass der Agent etwas macht, was er nicht machen soll. Deswegen klären wir jetzt in einem Video, was heißt das eigentlich alles? Eine Memory-Datei anlegen, Agent Skills, was sind das und wie unterscheidet sich das von Plugins und was sind Hooks, damit ich auch wirklich schlimme Dinge verhindern kann, die auf dem Rechner passieren könnten. All das klären wir in diesem Video, damit ihr wirklich ein für alle Mal nachvollziehen könnt, wie richte ich das ein, wie sorge ich dafür, dass meine Agents vernünftige Dinge tun und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Arbeit in Zukunft damit deutlich leichter und schneller wird. Der große Shift dieses Jahr, der passiert ist, muss man sagen, ist wirklich der Shift von Chatbots zu Agents. Alle Firmen haben gemerkt, da ist was und ihr habt vielleicht die Hypes mitbekommen, wenn über Loops gesprochen wird, über Goals und so weiter. Genau damit hängt das zusammen. Und eigentlich ist es ganz simpel. Der Unterschied zwischen einem einfachen Chatbot und einem Agent ist nichts anderes als, der Chatbot bekommt den Auftrag und wiederhole nochmal und wiederhole nochmal und wiederhole nochmal und wiederhole nochmal und bekommt Tools auf dem Rechner, um Dinge zu tun. Das ist ein Agent. Das ist die Autonomie, die man zu spüren bekommt, wenn man einen Agent benutzt. Diejenigen von euch, die schon mit Claude Code gearbeitet haben, Claude Cowork oder Codex oder ChatGPT Work, die erleben den Agent Harness, der ganz viele Agents steuert. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und es ist wirklich der heiße Scheiß im Moment. Aber viele fragen, ist das denn sicher? Und genau das gucken wir uns damit an. Aber vor allem auch, wie kriege ich sehr viel dabei raus, was es für mich machen kann. Und deswegen schauen wir uns genau das jetzt mal an. Also, was müsst ihr wissen? Erstmal solltet ihr unterscheiden, ob ihr im Browser arbeitet oder auf einem Tool wie zum Beispiel Codex oder Claude Code als App oder Cursor als App auf dem Rechner. Denn es macht einen Unterschied, ob der Agent quasi in der Cloud lebt und im Hintergrund irgendwas passieren muss. Da müssen die Anbieter relativ viel Aufwand betreiben, dass es auch gut funktioniert. Oder ob es eben Dinge gibt, die bei euch am Rechner funktionieren. Deswegen werdet ihr es momentan noch erleben, dass ihr denkt, das fühlt sich schon sehr unterschiedlich an. Ich habe hier die Web-App von ChatGPT geöffnet und ihr seht hier natürlich auch Agents, ihr seht hier Plugins, sagen wir es gleich was zu. Aber wenn ich jetzt in die Codex-App zum Beispiel reingehe, sieht das sehr ähnlich aus und man könnte es ganz, ganz leicht verwechseln. Aber das hier ist jetzt eher das hochgerüstete Rennauto, wogegen das hier eher das Alltagsmobil ist. Und natürlich versuchen die Anbieter, das enger zusammenzubekommen, aber es ist eben nicht ganz so einfach. Das eine läuft eben lokal bei euch auf dem Rechner, deswegen könnt ihr auch immer direkt lokale Projekte verbinden und das andere ist immer in der Cloud. Aber schauen wir uns erstmal an, was brauche ich eigentlich für einen richtig guten Agent Harness, um den aufzusetzen und wozu diese ganzen verschiedenen Dateien. Das Wichtigste zu wissen ist, ihr benutzt mit einem Agent ein super mächtiges Modell, aber dieser Agent braucht eben auch Kontext. Ne? Also ihr kennt beim Gen-AI-Dreieck Modell, Kontext, Prompt und der Prompt ist eure Anweisung, aber was hat der Agent dauerhaft im Kontext? Und das sind dann Dateien, die nennt man die globale Memory bzw. die globale Agent-Datei. Bei Claude Code heißt die Claude-Datei, die quasi Wissen über euch und das Projekt speichert. Das eine sind Erinnerungen, wo man sagt, erinnere dich bitte daran, dass ich Christoph Magnussen heiße, erinnere dich an mein Geburtsdatum, erinnere dich und so weiter. Alles, was ihr für sinnvoll befindet, sollte da drin stehen. In der Agent-MD oder Claude-MD-Datei wäre sinnvollerweise drin, wie arbeitet ihr? Da müsste auch drin stehen, hey, ich möchte mit Sub-Agents arbeiten und zwar folgendermaßen. Und wenn ihr sagt, ich weiß aber nicht, wie ich das schreibe, das Tolle ist, ihr habt hier ein Tool, das schreibt das für euch. Wichtig zu wissen ist, diese Datei lebt dann auf eurem Rechner erstmal, weil sich Claude Code und auch Codex das in die versteckten Ordnerverzeichnisse laden. Am Mac könnt ihr das sehen, wenn ihr Shift, Command, Punkt eingebt, dann ploppen plötzlich Verzeichnisse auf, die ihr noch nie gesehen habt. Da liegen die, also die sind nicht irgendwo hergezaubert. Und dann merkt man auch schon, wie das Ganze zusammenhängt. Ihr kennt das aus den Anfangstagen von ChatGPT, wo man quasi in die App gehen konnte und hat man reingeschrieben, duzt mich immer, das ist mein Spitzname und so weiter. Da hat eigentlich nur jemand künstlich quasi Felder reingepackt für uns, damit man das leichter ausfüllt. Im Grunde genommen ist diese Memory-Datei wie eine Textdatei im Hintergrund und die schreibt das rein. Und das ist schon alles, was da passiert. Das Entscheidende ist, ihr dürft halt nicht vergessen, ihr müsst es nicht selber runterschreiben, ihr könnt den Agent das schreiben lassen, ihr könntet auch sagen, lies unsere vergangenen Chats durch und schlag mal vor, was du in die Memory-Datei reinschreiben würdest und was du in die Agent-Datei reinschreiben würdest und begründe mir warum. Und lass uns das alle 4 Wochen wiederholen. Geht auch. Das heißt, ihr könnt quasi diesem Tool sagen, wir machen das jetzt regelmäßig, weil macht ja durchaus Sinn, dass man mal alle paar Wochen auf seine Art und Weise schaut, wie man arbeitet. Und eine spannende Frage ist, wie geht was in die Memory-Datei? Und
Memory ist ein Thema für sich. Da arbeiten alle Anbieter mit Hochdruck dran, dass das immer besser wird. Und da unterscheiden sich auch die Strategien von Anthropic und OpenAI, die es unbedingt wollen, dass sich das sehr persönlich anfühlt, dass man gerne damit arbeitet. Sehr stark von den Strategien von Google und Microsoft, die eher trockene, nüchterne Tools hier haben und lieber dem User sagen wollen, wir haben uns gar nicht so viel gemerkt. Das heißt, das ist schon mal ein großer Unterschied. Wie kommt das da rein? Entweder ihr sagt das sehr explizit oder das Modell befindet das für wichtig und schreibt es selber rein. Dafür könnt ihr einen Haken an- oder ausschalten und dann würde man diese Erinnerung ein- oder ausschalten. Das findet ihr in den Settings, aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach, so wie ich das mache, dem Modell sagen, das möchte ich, dass du dir das merkst, das ist mir wichtig und damit steuert ihr das Ganze. Faustregel, LLMs neigen dazu, einfach immer Zeugs dazu zu packen, egal ob Code, ob Text, ob Memories und so weiter. Das heißt, das Aufräumen und Aussortieren, das ist eure Aufgabe, denn da sind wir noch nicht, dass die Modelle selber entscheiden. Das fühlt sich auch für die meisten komisch an, wenn plötzlich ChatGPT sagt, habe ich alles rausgestrichen, du musst gar nichts über dich wissen, du bist einfach nur da. Wenn wir jetzt mal nur den Anfang angucken, globaler Codex-Arbeitsrahmen steht in der Agent-MD. Das heißt, diese Datei ist die individuelle Anweisung und ob die da jetzt als Datei liegt oder drin steht, das ist nur für euch schön dargestellt. Ne? Also das ist eine lokale Datei, die liegt da und das ist wirklich der einfachste Kontext, den ein Agent dann immer von euch hat und bekommt. Und natürlich lohnt sich das, den durchzulesen. Jetzt bei mir kann ich euch leider nicht alles zeigen, was natürlich super intern ist, aber das ist quasi die Anweisung. Und dann gibt es nochmal die Memory-Datei, die liegt auch als lokale Datei, einfach nur eine Markdown-Datei hier. Und da sieht man dann Last Reviewed, Zusammenarbeit und so weiter. Also das sind Sachen, wo sich dann Codex genau das merkt. Und das sind diese lokalen Erinnerungen, die man hier aktivieren kann. Die Datei gibt es auch so, aber mit den lokalen Erinnerungen aktiviert, macht das Modell das selber und entscheidet, das packe ich jetzt dazu. Und diese Agent-Datei, also diese globale Arbeitsanweisung, da stehen bei mir auch Sachen drin wie, ich möchte, wenn du Dinge schreibst, die nach draußen gehen, immer eine zweifache Einwilligung von mir. Oder du machst ein rotes Emoji, wenn es was Wichtiges gibt, aber entscheidest nicht selbst und so weiter. Das heißt, in dieser Datei können auch Sicherheitsanweisungen stehen. Aber diese Sicherheitsanweisungen sind eher wie Straßenschilder im Straßenverkehr. Da steht jetzt auf der Straße ein 50er-Schild und ihr fahrt nur 50. Könntet ihr schneller fahren als 50? Ja, könntet ihr. Macht ihr aber nicht, weil ihr euch an das Gesetz haltet und natürlich nur 50 fahrt. Das ist jetzt quasi alles, was ein Agent und Agent Harness braucht, um damit zu arbeiten. Das heißt, das ist die Datei, die aus einem Agent Harness euren Agent Harness macht. Das heißt, mit diesen Einstellungen bekommt ihr Individualisierung hin, eure eigenen Regeln hin und so weiter. Mehr ist das nicht. Es ist nur eine Textdatei, die das Ganze macht. Das ist schon sehr magisch. Die Frage ist jetzt aber, wie kann mein Agent zu einer Superpower kommen mit Dinge tun, Sachen für mich umsetzen, die ich sonst mache? Und das sind die sogenannten Skills, MCP-Server, Plugins und all das ist ein großes Fragezeichen, wenn man es nie gehört hat, aber das schauen wir uns jetzt an. Und ihr könnt euch das ganz einfach so vorstellen, Skills ist einfach nur ein festgelegtes Format, was ein Modell im Training bekommt, um zu verstehen, aha, hier kommt jetzt eine Anweisung, an die kann ich mich halten. Das heißt, ein Skill ist eigentlich wie eine erweiterte Anleitung ans Modell, aber anstatt das jedes Mal im Prompt im Detail zu beschreiben, lad dir das Transkript runter, lies es dir durch, bewerte es so, steht es einmal als Anleitung drin, fix im Format. Und wichtig ist, der Agent kann selber entscheiden, ob er diesen Skill gerade braucht. Das heißt, selbst wenn ihr im Prompt nicht sagt, benutze den Skill, könnte es sein, dass er sich das ganze Verzeichnis anschaut an Skills und sagt, aha, aber ich kann den benutzen, also benutze ich den. Bei uns ist es zum Beispiel, wir haben so einen Brand-Vibe-Checker heißt das, also sprich, ist der Text im Blackboard-Stil geschrieben, ist die Präsentation im Blackboard-Stil gemacht und der Skill prüft das und gibt nochmal Feedback dazu. Genau, hier in Claude, wie schon gesagt, findet ihr das Ganze unter jetzt anpassen, dann Skills und dann gibt es persönliche Skills, die ihr habt oder ein Skill Creator und dann Organisationsskills. Und wenn ich hier raufgehe, seht ihr, das ist am Ende nur eine Textdatei, die sehr lange beschreibt. Und wenn ich sie wie Code anzeige, dann sieht sie hier so aus wie Code. Man kann es ein bisschen vergleichen mit den Anfangstagen von Custom GPTs. Die waren aber schon sehr endkundenproduktlastig und ein Skill erkennt eben automatisch oder wird automatisch erkannt vom Agent. Es war am Anfang ein bisschen buggy, mittlerweile ist es sehr, sehr gut. Also Claude kam damit natürlich als erstes um die Ecke, also Anthropic, haben das erfunden und haben gesagt, das ist der Standard. Also konnten die Claude-Modelle sehr gut und können immer noch sehr gut Skills erkennen. Deutlich besser als noch vor ein paar Monaten. Skills als Idee kam von Anthropic, aber alle anderen sind halt auch draufgegangen, haben aber andere Standards dafür. Das heißt, OpenAI setzt auf einen anderen Skill-Standard und man muss die Dateien eigentlich umschreiben. Das ist mühsam, das macht man nicht, machen wir auch nicht.
Man kann das aber natürlich Codex oder Claude Code vice versa sagen. Man kann jetzt sagen, hey, ich habe hier in Claude Code so und so viele Skills, schreib mir die bitte auch für Codex. Das ist alles noch ein bisschen, wirkt sehr händisch, aber so ist das eben in den Anfangstagen, wenn sich sowas ausgedacht wird. Und da wird es jetzt nämlich interessant, wer definiert eigentlich diese Standards und wer setzt die? Und da betteln sich natürlich Anthropic und OpenAI extrem. Diese Standards, die wir heute in anderen technischen Bereichen als normal wahrnehmen und sagen, ja, ist doch logisch, das macht man damit, die entwickeln sich gerade im KI-Bereich. Und wir sitzen da mittendrin. Deswegen können wir nicht erwarten, dass das alles schon schlüsselfertig für uns serviert wird. Es lohnt sich aber damit zu arbeiten, weil es einfach so leicht geworden ist, weil ihr de facto eurem Agent einfach sagt, schreibt es für mich. Setzt es um. Die große Frage ist nämlich, wie teilt man Skills im Unternehmen? Wie verwaltet man das für alle? Wie macht man das? Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Bei Claude kann ich zum Beispiel Skills im Hintergrund raufladen und für alle ausrollen. Dann sieht das so aus wie so ein GPT für alle verfügbar. Wir haben bei Blackboard, weil sehr viel auch mit den Coding-Tools gearbeitet wird, ein eigenes System im Hintergrund, was es auf die Rechner spielt. Das heißt, es lebt dann im selben Dateipfad, wo die Skills auch hingehören. Das heißt, jeder, der einen Blackboard-Rechner hat, kann auch sofort damit arbeiten. Trotzdem dürft ihr nicht vergessen, ihr solltet euch, wenn ihr ein Skill von irgendwo runterladet, weil die werden ja auch verteilt teilweise, es gibt auch ein offenes Verzeichnis, einmal reinlesen, was macht dieser Skill, denn euer Agent hält sich ja nur freiwillig an die Geschwindigkeitsbegrenzung, wo drauf steht, Achtung, Achtung, nur 50 fahren. Und genauso wie die Memory-Datei oder die Cloud-Datei oder die Agent-Datei leben auch Skills bei euch auf dem Rechner, sind also auch nur quasi eine Textdatei in einem bestimmten Format auf dem Rechner oder können Sie in der Cloud speichern und für alle ausrollen, aber es ist eigentlich nur eine Textdatei. So könnt ihr euch das eigentlich ganz gut merken. Um das einmal nochmal klar zu haben, im Skill steht ja nur drin, benutze beispielsweise Gmail oder Drive und führe das folgendermaßen aus und erklärt wie in einem Prompt, aber dann kommt der nächste Schritt und das Modell sagt, ja gut, aber wie benutze ich denn jetzt Drive und Gmail und Co. Und dafür braucht es eben auch etwas und das ist MCP. Kommen wir zu MCP Model Context Protocol. Bisher war es so, es gab keinen Standard, wie eine KI weiß, so benutzt du das Tool. Und MCP könnt ihr euch ganz simpel vorstellen, wie das Handbuch, so benutzt du das Tool. Das heißt, wieder das Beispiel, euer Agent will durch die Stadt fahren, darf nur 50 fahren, weiß aber noch gar nicht, wie bediene ich jetzt das Auto, um überhaupt zu fahren. Und jetzt würde hier ein Handbuch stehen, und dann kann er reingehen und durchlesen, ach, so fährt mein Auto, Gas geben, steuern und so weiter. Und dann steht der Hinweis, Achtung, Achtung, in seiner vielleicht Agent-Datei oder dann im Skill, wenn du in der Stadt fährst, das ist der Skill für die Stadtfahrt, darfst du maximal 50 fahren. So würde es aufgeteilt sein. Das heißt, MCP sind vertrauensvolle Quellen, wo ihr wisst, ihr könnt dem Agent Harness Zugriff auf ein Tool geben und er kann sich durchlesen auf eine standardisierte Art und Weise, wie dieses Tool funktioniert. Es ist ein Standard, wie quasi Modelle Tools verwenden können. Und das könnt ihr euch natürlich vorstellen, weil wenn ihr auf einmal einem Mitarbeiter ein Laptop gebt, ein Handy gebt, ein Auto gebt und sagt, los, jetzt kannst du verkaufen, und dann kann er sich Sachen aufschreiben, telefonieren, losfahren. Das ist das, wo auf einmal natürlich das spannend wird. Und genau das ist jetzt durch solche Standards möglich. MCP und Skills und die Agent-Datei sind immer nur Textanweisungen und bestimmte Formate an ein Modell. Das heißt, man hängt von der Intelligenz des Modells ab und dem, was in diesem MCP drinsteht, also Serververbindungen und so weiter. Ein MCP kann jeder theoretisch erstellen, also quasi einen Server anlegen und dann sagen, das ist der MCP-Server. Das heißt, wenn ihr ein MCP auf Tools lasst, die für euch wichtig sind, dann sollte das ein MCP-Server sein von einem glaubwürdigen Anbieter, von einem etablierten Anbieter, von einem großen Anbieter. Aber es ist ein offener Standard, das heißt, theoretisch kann jeder einen MCP-Server anlegen. Wir haben auch eigene MCP-Server bei Blackboard. Und denkt immer dran, es sind nur textliche Anweisungen, so funktioniert das Tool und du überlegst jetzt, wie es geht. Es unterscheidet sich insofern, als dass ihr nicht das Tool direkt steuert. Das macht dann das Modell. Und wenn euch das im Detail interessiert, weil das wirklich auch innovativ ist, was da passiert und der einzige wirklich große Standard bisher im Bereich KI sozusagen, dann könnt ihr euch das Interview mit dem Co-Erfinder von MCP anhören, David Soryapara von Anthropic. Die haben quasi dieses Thema erfunden und dann schaut euch das einfach an. AI to the DNA findet ihr unten im YouTube-Kanal und dann könnt ihr einfach mal so richtig in die Nerdwelt abtauchen. Lohnt sich sehr. Die Standards werden gerade gemacht und natürlich kommt man als Anbieter und sagt, wir wollen einen eigenen. Und OpenAI hat vor ein paar Wochen Plugins rausgehauen. Oder waren es Monate? Ich glaube Wochen, es geht alles so schnell. Und ich habe gemerkt, okay, ein Plugin macht eigentlich nichts anderes, als es bündelt Skills, hier zum Beispiel 13 Stück beim Codex Security Plugin, mit einem MCP-Server und mit einem Tool.
Das heißt, in diesem Plugin ist quasi ein Package, wo drin steht, guck mal, du kannst diesen Server verwenden und das sind deine Fähigkeiten. Und das ist deswegen wichtig, weil man merkt, ab einer gewissen Größenordnung von Skills wird es sehr unübersichtlich und Claude Code und auch Codex tun sich sehr schwer, wenn ihr plötzlich 100 Skills oder 200 Skills habt und das geht schneller, als man gucken kann. Und die überlegen müssen, wie machen wir das jetzt alles. Das heißt, es ist nochmal eine Bündelungsebene, die das zusammenbringt und die funktioniert herausragend gut, muss man sagen. Das heißt, ich habe angefangen, das selber bei uns sehr viel intern zu verwenden. Problem bis gestern war, ich konnte das weder gut teilen, das ging dann irgendwann, aber ich wusste nicht, ist das jetzt quasi ein Login in OpenAI und ich kriege das dann niemals raus. Und Good News, OpenAI hat das quasi mit Vercel und Cursor und noch ein paar anderen Firmen zusammen als einen offenen Standard rausgebracht und versucht das quasi zu pushen. Und ihr findet oben einen Knopf und könnt sagen Plugin erstellen, so wie es in Claude Code einen Knopf gibt für Skill erstellen. Und ihr könnt aber auch ein Skill aufzeichnen, bevor ihr ein Plugin erstellt. Und wenn ihr sagt, hä, verstehe ich alles nicht? Naja, ihr könnt sagen, den Skill wollen wir jetzt aufzeichnen. Ich mache jetzt eine Tätigkeit, du guckst sie dir an, Codex. Und dann mache ich noch eine Tätigkeit, du guckst sie dir auch an, Codex. Das sind die 2 Skills. Und jetzt bündel ich die alle im Firmenplugin. So. Und die einzige Frage, die ihr euch stellen müsst im quasi Engineering eures Firmensystems, wie teilt ihr das Ganze auf? Packt ihr alles in ein Plugin? Sind es mehrere Plugins in der Firma und so weiter? Das ist die einzige Frage, die ihr noch habt. Und da gibt es kein richtig oder falsch, das muss man ausprobieren. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, alles in ein Plugin mit 200 Skills und allen Tools, das funktioniert nicht. Sondern es braucht schon eine gewisse Abgrenzung, weil wie bei einem richtig guten Mitarbeitenden, so ein bisschen Teilbereich sollte man auch haben. Und ich weiß, das wird nicht jeder von euch machen, weil ihr sagt, wow, das ist mir alles viel zu krass. Und ich sage, ja, ist auch richtig und Datenschutz, Vorsicht und nicht alles, aber überhaupt die Tatsache, dass ihr hier dieses Record and Replay nennt sich das, öffnen könnt und jetzt könnt ihr euch Codex zuschauen, wie ihr arbeitet und das danach nachmachen, dass das überhaupt geht, finde ich einfach heftig und dass das auch extrem gut geht und bis zu 30 Minuten kann der angucken und danach vollziehen, was müsste ich tun. Das ist schon irgendwie echt krass. Und tatsächlich kommt dann am Ende einfach diese perfekte Skill-Datei raus, die dann genau beschreibt, das ist übrigens der Ablauf. So, und dann habe ich euch versprochen, was passiert, wenn dieser Agent durch die Stadt rast und sich nicht an diese Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h hält, sondern einfach mit Vollgas durch die Stadt fährt. Also, wie das, was ihr denn aus der Presse lest, wenn ein Modell sich selbstständig macht und plötzlich irgendwen hackt. Da muss man sich ja die Frage stellen, kann das auch auf meinem Rechner passieren? Könnte der alles löschen? Ja, könnte der Agent, wenn ihr es nicht verhindert. Und genau dafür gibt es die unterschiedliche Ebene. Das eine sind wirklich nur Prompts in den Skills, in den Agent-Dateien, in der Cloud-Datei, in der Memory und so weiter. Da stehen wirklich nur Textanweisungen drin, halte dich da dran. Das andere ist die technische Ebene. Das heißt, euer Computer kann ja Befehle ausführen und dieser Agent kann auch Befehle ausführen. Und das sind diese verrückten schwarzen Zeichen da im Terminal. Aber de facto gibt es da welche, die sind nicht so gut auszuführen, wie zum Beispiel der Befehl rm für remove. Remove ist ein guter Befehl, wenn ihr aus einem Ordner was löschen wollt, aber nicht, wenn ihr das gesamte Hauptverzeichnis löschen wollt. Und ihr wollt euch nicht nur darauf verlassen, dass der Agent weiß, das ist keine schlaue Idee zu tun, sondern bei bestimmten Dingen, die der Agent auf keinen Fall anfassen sollte, könntet ihr einen sogenannten Hook setzen. Und diese Hooks findet man in den meisten Agent Harnesses mittlerweile einfach hier unter Programmierung. Ich habe jetzt hier einen benutzerdefinierten Hook gesetzt für sehr destructive Befehle. Aber es lohnt sich halt zu gucken, müssten es mehr sein, reicht mir einer. Und dieser Hook, wenn ihr sagt, ich habe keine Ahnung, wie man den schreibt, fragt ihr natürlich einfach das quasi Agent Harness Tool eurer Wahl, Claude Code oder Codex oder Cursor oder was auch immer. Hey, welche Hooks brauche ich? Kannst du mir die eintragen? Erklär es mir warum. Und dann habt ihr etwas, was dafür sorgt, wie ein Geschwindigkeitslimit im Auto, wo man quasi im Auto einstellen kann, du kannst in der Stadt nie schneller als 50 fahren. Und dann könnt ihr noch so viel Gas geben und das Auto wird nie schneller als 50 fahren, weil es eben technisch verhindert wird. Erst wenn es ausgeschaltet wird, würde das gehen. Das ist der Unterschied zwischen einem Hook und allem anderen, was als Textdateien in den Skills, Plugins, MCPs und so weiter steht. Und der zweite Begriff, der dann noch rumgeistert, ist die sogenannte Sandbox. Und da wird es dann schon sehr technisch, aber man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man wie eine Sandkiste, also dem Agent sozusagen sagt, hier in dieser Sandkiste darfst du dich austoben. Da darfst du alles machen, aber du darfst nicht aus der Sandkiste raus, ja? Das ist verboten. Das ist eine Sandbox. Und ihr könnt quasi euren Workspace zu einer Sandbox machen. OpenAI und Anthropic haben da leicht andere Ansätze. Das heißt, bei Anthropic hat man deutlich mehr Zugriff von Anfang an und
verlagert quasi die Entscheidung an die Intelligenz des Modells. Deswegen wirkt es für viele User magisch, die sagen, wow, Claude hat das für mich gelöst, weil er den Zugriff auf alles hat. Bei OpenAI ist es eher Tool ausgerichtet, das heißt, dort werden auch mehr Sandboxes gelauncht, also quasi eigene Sandboxes für jeweils einen Agent gelauncht. Und der arbeitet dann nur da drin. Das ist aber so ein bisschen eure Entscheidung, will ich so arbeiten oder nicht. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist vielleicht für dieses eine Video ein bisschen zu viel, aber es ist ein heißes Thema und ich gehe mal davon aus, in den nächsten Monaten werden wir mehr und mehr erleben, dass Firmen auch Sandboxes sozusagen standardmäßiger launchen, um Sachen auch und Experimente zu machen. Aber das ist das, wie man das eigentlich technisch verstehen kann. Das heißt, die zwei technischen Sachen, die ihr wissen müsst, Hooks, einmal für der kann technisch nicht schneller fahren, Sandbox und er darf nur in dem Bereich fahren. So könnt ihr euch das eigentlich merken. Letzter technischer Punkt, aber das ist eher ein Setting. Das ist die Frage zwischen der Intelligenz des Modells und wie viel darf das Modell tun. Und da könnt ihr auch noch einen weiteren technischen Schritt einschalten. Es gibt hier die Standardberechtigung, das heißt, ChatGPT fragt jedes Mal für den Workspace, darf ich etwas machen, darf ich Zugriff darauf haben? Und damit kriecht man am Anfang durch die Befehle. Das kennt ihr aus der Anfangszeit von Claude Code mit, man muss bestätigen, bestätigen, bestätigen. Dann kam der Auto-Review, der ist dieses Jahr gelauncht worden, das ist der zweite, der mittlerweile enorm gut funktioniert, ist aber im Risiko höher. Den Vollzugriff würde ich jetzt zum Beispiel ausschalten, eher wenn man sagt, ich weiß nicht genau, das ist keine gute Idee, weil der Vollzugriff bedeutet, Befehle können ohne Zustimmung ausgeführt werden. Das Modell entscheidet selber, ich fahre jetzt schneller durch die Stadt, um schnell nach Hause zu kommen. Das ist dann keine Idee, vielleicht mit 100 zu fahren, wo eigentlich nur 50 erlaubt ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr jetzt mal verstanden, wie funktioniert das Ganze. Wenn ihr dabei geblieben seid, dann habt ihr wirklich gut durchgehalten. Das sind für mich die absoluten Basics, um dann mit so einem Agent zu arbeiten. Und dann könnt ihr auch die Tools connecten und merken nach und nach, hey, ich traue mich damit immer mehr. Und ihr werdet sehen, es ist ein Riesenunterschied zwischen, ich arbeite in einem Chatbot oder ich arbeite wirklich mit einem Agent, dem ich einen Auftrag geben kann und immer mehr lernen kann. Das kann der für mich wirklich übernehmen. Das ist tatsächlich das, was diesen Hype momentan ausmacht. Viele sagen, oh wow, die Agents werden alles übernehmen. Ich glaube, ja, aber nur, wenn das Arbeitsumfeld mit organisiert ist und da sind ihr zusammen verantwortlich, genau das zu tun. Und ich kann es total verstehen, dass da im Alltag noch viel durcheinander geworfen wird. Wenn ihr da also noch mehr Fragen zu habt, dann machen wir am 19. August um 19 Uhr hier auf YouTube einen Livestream. Könnt ihr jetzt schon euch vormerken, da unten ist der Link. Könnt auch schon jetzt Kommentare hinterlassen, wo ihr sagt, die hätte ich gern beantwortet. Wenn ihr sagt, oh, das Thema Datenschutz müssen wir auch nochmal thematisieren, nehmen wir das auch noch mit dazu, denn da gibt es ja auch einiges, was gerade passiert ist. Insofern, all das gibt es am 19. um 19 Uhr. Solange wir hier mit Getränken ausgestattet sind, ziehen wir durch. Insofern sehen wir uns da und ich freue mich jetzt schon auf euch. Und wenn euch das gefallen hat, dann teilt das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine und wir sehen uns nächste Woche.